In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man eine Lotgröße basierend auf dem Kontostand berechnen kann und wie man das Ergebnis so auf- oder abrundet, dass das auch passt. Also lassen Sie uns mal schauen, wie man das mit MQL5 realisieren kann. Um das zu tun, klicken Sie im MetaTrader bitte hier oben auf das Icon oder drücken Sie die F4-Taste. Dann sollten Sie im Meta-Editor landen und hier klicken wir auf Datei, Neu, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter, vergeben hier einen Namen. Ich habe das schon getan. Meine Datei heißt simple Lotgrößenrundung und wir haben das hier schon mal vorprogrammiert. Wir starten mit der OnTick-Funktion. Dort wollen wir zunächst einmal das Kontoguthaben, also die Balance, errechnen. Das geht mit Hilfe der Funktion AccountInfo Double Account Balance. Und basierend auf dem Kontostand möchten wir die Positionsgröße berechnen. In unserem Fall nutzen wir dafür den Bruttoguthabenwert und teilen diesen durch 100.000. Außerdem erstellen wir zwei Variablen für die gerundeten Werte, einmal aufgerundet und einmal abgerundet. Diese ermitteln wir mit Hilfe der jeweiligen Funktion, die wir selbst programmieren. Die erste Funktion heißt RoundUp, die zweite RoundDown und wir übergeben jeweils als Parameter die berechnete Lotgröße und den Wert für die Kommastellenrundung. Wir möchten das hier auf eine Kommastelle runden. Mit Normalized Double kann man die Endergebnisse noch etwas formatierter ausgeben. Obwohl wir hier jeweils zwei Nachkommastellen angegeben haben, sehen wir, dass unsere Ergebnisse nach der ersten Stelle abgeschnitten werden. Und mit Hilfe der Comment-Funktion geben wir das Ganze auf dem Chart aus. Kommen wir zu den eigentlichen Funktionen. Um aufzurunden, übergeben wir unseren Eingabewert. Das ist die Positionsgröße, die wir oben übergeben haben. Und unseren Rundungswert, das ist der zweite Parameter hier für die Nachkommastellen. Und um das Resultat zu ermitteln, multiplizieren wir den Rundungswert mit dem Ergebnis dieser Funktion. Wenn Sie einmal F1 drücken und sich das in der Hilfe aufrufen, dann sehen Sie, dass da ein ganzzahliger Wert zurückgeliefert wird. Und als Parameter übergeben wir der Funktion mathSeal den Eingabewert und den Rundungswert. Anschließend nutzen wir Return, um unser Resultat wieder an die OnTick-Funktion zurückzugeben. Die zweite Funktion zum Abrunden des Wertes funktioniert ähnlich. Hier nutzen wir allerdings nicht mathSeal, sondern mathFloor. Und auch hier geben wir das Resultat zurück an unsere Hauptfunktion. Und das führt dann dazu, dass bei einer ermittelten Lotgröße von 0,25 Lot der aufgerundete Wert 0,3 und der abgerundete Wert 0,2 erscheint. Je nachdem, welchen Kontentyp Sie haben, können Sie das entsprechend anpassen und so die richtigen Werte übergeben, damit eine Position auch korrekt eröffnet werden kann. Denn nicht alle Kontentypen unterstützen die Staffelung in Microlot-Größen bis auf die zweite Nachkommastelle. Das hier war übrigens wieder eine Anfrage von einem Premium-Kunden. Und wenn Sie Premium-Kunde sind und eine Idee für ein solches Video haben, dann schicken Sie mir einfach ein E-Mail. Andernfalls finden Sie den Premium-Kurs auf unserer Webseite. Und in diesem Video haben Sie gelernt, wie Sie Lotgrößen einfach auf- oder abrunden können, damit das zu Ihrem Kontotyp passt. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.